Wenn du Kreativprodukte erstellst und diese auf Etsy verkaufst, dann musst du eine Sache machen. Du musst kalkulieren, was dich das Machen der Produkte kostet. Dazu gehört leider Gottes nicht nur, was dich die Produkte kosten, um dein Produkt zu machen. Sagen wir, du möchtest töpfern, dann brauchst du natürlich Ton, ne? Du brauchst einen Ofen, du brauchst verschiedene Werkzeuge. Also du siehst, du brauchst sogar einen Ort, wo du das machen kannst. Also du siehst, das kostet alles Geld und vor allen Dingen auch Zeit. Und wenn du losgehst und die Produkte dafür besorgst, dann kostet das ebenfalls Zeit. Dann musst du das Ganze vorstrecken. Also trägst du noch ein bisschen Risiko damit, weil wenn es nie verkauft wird, ja, wäre schade, nicht wahr? Ja, und so geht das Ganze weiter. Also ein Produkt zu erstellen, kostet dich erstmal Geld und Zeit, ja. Und wenn du dann herausgefunden hast, wie viel es dich kostet, ein Produkt zu erstellen, dann ist das leider noch nicht alles. Also du musst schon deine Zeit in Geld umrechnen. Das heißt, wenn du sagst, okay, wenn ich das erstelle, dann bin ich vielleicht 10 Euro oder 15 Euro pro Stunde wert, dann kommt das obendrauf. Ne? Also angenommen, das Erstellen deines Produkts kostet 5 Euro und du brauchst aber 2 Stunden dafür und du sagst, okay, meine Stunde kostet 15 Euro, dann musst du schon 35 nehmen, nur um Material und Zeit abzudecken. Da kommen aber noch andere Sachen drauf, nämlich zum Beispiel die Steuern, die du bezahlen musst, wenn du über einen speziellen Menge an Geld kommst, die du damit verdienst. Dann kommen da noch die Etsy-Gebühren drauf, die du einmal bezahlen musst, wenn du dein Produkt verkauft hast und auch wenn du es einstellst. Dann kommt vielleicht noch irgendetwas drauf, wenn du einen Fotograf anheuerst, der die Bilder für dein Produkt macht. Also du siehst schon, die Erstellung deines Produkts zieht schon einen ziemlichen Rattenschwanz nach sich, was es überhaupt kostet, dieses Produkt zu erstellen. Und natürlich, es muss auch erschwinglich für deine Kunden bleiben. Und du musst natürlich auch noch im Kopf behalten, dass deine Verpackungs- und Versandkosten in irgendeiner Art und Weise von deinem Kunden abgedeckt werden müssen. Ich möchte dir das hier nicht madig machen, auf Etsy zu verkaufen. Natürlich nicht. Dafür sind wir ja hier. Ne? Wir wollen ein Handmade-Business erschaffen, ja, bei dem du genug verdienst, damit du davon leben kannst. Es ist nur wichtig, dass du im Kopf behältst, dass es halt diese Kosten alle gibt und dass du die abdecken musst, bevor du wirklich richtig Profit von deinem Business machst. Ne? Und hier kommt natürlich ins Spiel, dass es sehr viel einfacher ist, digitale Produkte zu erstellen. Aber natürlich wirst du dafür nicht so viel nehmen können einfach, weil sie eben digital sind und die so oft erstellen kannst, wie du magst. Heißt, für die Erstellung eines digitalen Produkts brauchst du nur in Anführungsstrichen deinen Computer, eine Software, die du dafür benötigst und dann kannst du auch schon loslegen. Ne? Dann ist noch dein Talent gefragt. Also hier spielt größtenteils Zeit eine Rolle. Das ist genau so, wie wenn wir Online-Kurse aufnehmen. Das ist ja fast ähnlich. Ne? Wir brauchen natürlich ein gewisses Equipment, um das überhaupt bewerkstelligen zu können. Aber haben wir das einmal, brauchen wir hauptsächlich Zeit. Zeit zum Erstellen der Videos, zum Anlesen der Kenntnisse, dann noch Zeit dafür, die Videos zu schneiden, die hübsch zu machen, hochzuladen und zu beschriften. Also du siehst, selbst das zieht einen Rattenschwanz an Dingen nach sich. Aber es ist machbar, weil es in Anführungsstrichen nur Zeit kostet und nicht mehr so viel Geld. Ne? Ist das Equipment einmal da, dann kostet es nicht mehr so viel. Aber nichtsdestotrotz, versuche alles im Kopf zu behalten, was die Erstellung deines Produkts kostet, weil unterm Strich muss es sich lohnen, unterm Strich möchtest du davon leben und deswegen, ja, erst einmal kalkulieren, dann verkaufen.